Juhu! Ich bin heute mal beim Berg der Feen und werde hier mal ein bisschen rumlaufen. Hier gibt es auch einen kleinen Steinbruch, so wie ich gesehen habe. Es ist wirklich extrem nice hier. Ziemlich warm. Ich dachte ja, es wäre schon ein bisschen abgekühlter. Bin extra ein bisschen später los. Aber es ist noch sehr warm. Wir sind ja hier in der Nähe von Wartburg, von der Wartburg. Und man sieht die tatsächlich von hier. Ich stehe mal auf. Also ich glaube, ich bin vorhin falsch gelaufen. Beziehungsweise nicht so gelaufen, wie ich wollte. Genau, der H1 geht hier lang, wir gehen hier lang. Schwitzen. Obwohl es ist recht kühl hier. Angenehm. Angenehm im Wald. Ja, schauen wir mal. Hier erstmal aus dem schönen schattigen Wald ausgespuckt in die Hitze auf eine kleine Landstraße. Aber hier ist ungefähr gar nichts los, außer eine fantastische Aussicht. Echt hot, muss man schon sagen. Ich habe Durst. Und jetzt gibt es erstmal aus meinem Wühlbeutel eine Mate. Oh. Also, das ist mal ein Ding. Da ist sie. Die Feder, an die ich gerade gedacht habe. Und ich bin heute losgelaufen mit der Eingebung, dass ich eine Feder finde und habe mir dafür ein Stückchen Draht mitgenommen, dünn, dass ich mir die dann ins Haar binden kann. Und ja, und gerade dran gedacht und da ist sie, die Feder. Ein bisschen zerzaust. Aber ist halt eine Feder, ne? Ja, dann mache ich mir die jetzt mal in die Haare. Ich finde es echt nice, dass ich die gefunden habe. Ich hatte sie mir zwar ein bisschen anders vorgestellt, aber ist schon okay. Also ist halt eine Feder.
Platz. Den muss ich doch jetzt noch mal wahrnehmen. Ah, hier steht was über die Fee. Die Fee. Als vor Jahren unfern Bräuner am Steinberg ein junger Bauer pflügte, erschien ihm zur Mittagszeit eine Jungfrau, die an ihrem Gürtel einen Bund Schlüssel trug. Die weiße Frau forderte ihn auf, mit ihr zu gehen, nur 5 Schritte unter die Erde, da würde sie aufschließen und ihn glücklich machen, sie würde dadurch von ihrem Bann befreit werden. Der Bauer weigerte sich und vergebens war ihr Flehen, vergebens die Versicherung, dass es ihm nicht schaden werde, sogar an seiner Seligkeit nicht. Der Bauer blieb unerbittlich. Nachdem die Jungfrau eine Viertelstunde lang alle Überredungskünste aufgeboten hatte, um ihn zum Mitgehen zu bewegen, tat sie plötzlich einen hellen Schrei und verschwand. Es soll eine Fee gewesen sein. Aha. Also, ich weiß nicht. Das mit der Fee, das ist doch shady irgendwie mit der Fee. Also mich würde mal interessieren, wie ihr euch entschieden hättet. Würdet ihr zu der Fee runtersteigen und sie eventuell erlösen? Oder ja, würdet ihr hoffen, bis sie schreit und sich entfernt? Obwohl ihr das wisst ihr ja nicht vorher. Aber eine Viertelstunde ist schon hart. Der Bauer, der war echt zäh. Ja, wir werden es nie erfahren. Gucken, wie ich hier jetzt weiterlaufe. Da kommt auch mal jemand. Und ja, gehe ich jetzt zum Steinbruch oder was mache ich? Also ich habe jetzt beschlossen, ich laufe zum Steinbruch. Und ja, es ist nicht weit und ich bin mal gespannt, wie es da aussieht und ob es da was zu gucken gibt. Meine Feder steht voll ab. Hihi. Ach, witzig. Ich finde meinen Schatten auch so lustig. Also ich habe mich erstmal kurz verlaufen, beziehungsweise bin falsch abgebogen. Und das Handy, also Google Maps, erzählt mir jetzt, ich muss hier irgendwo rein. Hier? Ja, vielleicht. Wir gehen mal gucken. Ansonsten gab es parallel noch einen Weg, aber der sah irgendwie auch nicht besser aus. Wird wohl nicht so oft benutzt, der Weg. Oh. Habe ich eine lange Hose an. Ja, also ist nicht der angenehmste Weg, aber ich hoffe, dass der mich dahin führt, wo ich hin will. Shit. Okay. Ja, ne? Irgendwie sieht das nicht so gut aus hier. Ich check das mal. Auf jeden Fall gibt es hier demnächst die ersten Himbeeren. Also anscheinend ist es der Weg. Ja, mal schauen, ne? Auch nicht viel besser. Also ich bin schon leicht K.O. Nein, nicht wirklich, aber es ist schon irgendwie leicht warm. Okay, dann hoffe ich mal, dass das jetzt der richtige Weg ist. Oh. Ah. Oh. Oh, shit. Oh Mann. Okay.
echt nicht so geil. Aber vielleicht ist sie jetzt auch eingerenkt. Also ich hoffe nur, ich komme hier dann an der richtigen Stelle raus. Ich glaube, man hätte das auch irgendwie einfacher haben können. Aber ja, aber man will es ja auch wissen, wenn. Ne? Also ich glaube, es ist mir egal, ob der Weg da jetzt hinführt oder nicht. Zurück gehe ich nicht. Ich kann es eh nicht leiden, Wege zurückzugehen. Und ja, wird schon. Vom Weg abkommen ist ja übrigens meine Spezialität. Naja, so ist es. Das erinnert ein bisschen an Schweden. Also ich glaube, jetzt gucke ich da echt mal nach, wo der Weg ist. Oh. Oder? Shit. Aber irgendwie immer noch kein Weg. Okay, ich gehe hier lang. Also das verstehe ich nicht. Google Maps hat auf jeden Fall dann einen Weg angegeben. Und jetzt stehe ich hier irgendwo im Nirgendwo. Oh, ich glaube, da hinten ist ein Weg. Bestimmt ist da ein Weg. Hier ist auf jeden Fall mal nichts. Immer diese Extratouren und dann noch, wenn es heiß ist, stehe ich dann nicht so drauf. Aber ja, selbst ausgesucht, würde ich mal sagen. Oh nee, voll die fette Dornhecke. Okay, da geht's noch. Au, au, au. Das ist ja echt mal krass hier. Also ich habe das Gefühl, ich laufe hier immer tiefer rein. Ob ich mal zu den Tannen gehe. Da sind bestimmt noch nicht so viel Brennnesseln und Zeug. Ja. Also zumindest musste ja mal jemand angepflanzt haben. Und da müsste es ja mal ein bisschen besser zu laufen gehen als hier. Oh, I'm stuck. Hilfe. Die wollen mich nicht durchlassen. Die wollen mich einfach nicht durchlassen.
denke, es wird besser. Kommt wieder irgendwas. Aber hier geht es jetzt vielleicht. Alter Schwede. Immer wieder hängen. Hier bin ich frei. Wo so ein Turm ist, da muss ja auch ein leichter Zugang sein. So ein Hochsitz. Ah, oh Gott. Sieht schon etwas mitgenommen aus, glaube ich. Aber ich denke, der Weg ist nah. Aber ich sehe kein Durchkommen. Dann müsste ich vielleicht doch hier hin, aber das ist auch so nicht so ideal. Mir das vorgestellt habe. Im Prinzip. Oh nein. Oh shit. Okay. Brennnesseln. Brennnesseln ohne Ende. Jo, gebe ich mir das? Muss ich wohl, oder? Oder? Muss ich? Oder ich muss ganz viel da lang noch wieder zurücklaufen? Na gut. Okay, ich versuche das. Sieht auch nichts besser aus, hier im Gegenteil. Also Google Maps ist der Knaller, Mann. Echt. Das ist ja unglaublich. Hier hat jemand seinen Garten. Was ist das? Ich gehe mal außen lang. Ist mir irgendwie nicht geheuer. Oh, es riecht nach Bratwurst. Bestimmt die Leute von dem Treffen vorhin. Am besten immer dem Bratwurstgeruch nach. Kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Bitte einen Durchgang jetzt. Lieber Gott. Ohne Kletten und Brennnesseln, wenn es geht. Geht natürlich nicht. Ist auch egal. Gut aus. Ja, zumindest schon mal ein Weg, den man begehen kann. Hoffe ich.
Da ist er. Der Weg. Oh mein Gott. Wer hätte das gedacht? Juhu. Nicht süß. Ich lasse den mal liegen. Und hier sind wir jetzt an den Sandgruben. Ja. Also Sandgrube, kein Steinbruch. Das muss ich wohl noch mal checken. Aber wir gehen mal gucken. Oh nein. Oh, ich will eigentlich nicht schon wieder in den Dschungel. Oh. Aha, aha. Ah, das ist aber nice. Ah. Voll schön, aber hier werde ich wohl keine Steine finden. Na gut. Jo, da sitze ich jetzt am Teich und bin nicht am Steinbruch. Naja, meine Feder noch da. Oh, ich bin voll durchgeschwitzt. Also es war echt heftig da über diese komische Wiese. Ich glaube, ich gehe gleich irgendwo schwimmen. Aber erstmal muss ich ja wieder nach Kassel kommen. Ja, ich gucke gleich nochmal, ob sich noch ein anderer Steinbruch hier irgendwie auftut. Ansonsten... Ah. Na gut, ja. Mir juckt es überall. Und hier sind Mücken. Jo, also Fazit, kein Steinbruch hier. Eine Sandgrube, die irgendwo in diese Richtung noch liegt. Und dafür aber ein kleiner Teich. Viele Unwegsamkeiten. Und ja, ich gehe jetzt noch, ich gehe zurück auf jeden Fall, definitiv. Und ja, also lasst euch nicht beirren, man kann hier ganz normale Wege gehen um den Berg der Fee. Nur ich habe leider den falschen erwischt, weil ich ja zu diesem Steinbruch wollte. Und ja, egal, auch sowas muss es ja geben, ist nicht schlimm. Ist ja auch spannend, mal so. Ob da jetzt der Weg kommt oder nicht, oder ob man weiterkommt oder nicht. Ne? Ja. Diesen schönen Chillplatz will ich euch nicht vorenthalten. Der ist wirklich extremst herrlich. Herrlich. Voll cool. Und ich laufe gerade so weiter, hatte schon mit allem abgeschlossen und plötzlich... In 500 Meter gelangen sie zu einem geologisch sehr interessanten Steinbruch mit Kontaktzonen von jungtertiärem Basalt und Gesteinen des Muschelkalks. Yes. Allerdings werde ich hier echt gerade von den Mücken aufgefressen. Man kann hier nicht stehen bleiben.
muss man das so abends nicht mehr. Das ist schon heftig. Ja, aber ich freue mich. Es gibt doch einen Steinbruch. Juhu! Ach, da bin ich doch gleich wieder frisch. Obwohl ich eben noch so K.O. war. Ja, sehr schön. Darf ich noch nicht verpassen. 500 Meter. Wie viel sind 500 Meter? Das wird ja wohl dran stehen. Hoffe ich. Gut. So. Hier ist er. Sich nur, welchen Weg. Ich nehme mal den hier. Okay. Sieht sehr nach viel Gestrüpp aus und schön Brennnesseln, wieder mal nicht zu wenig. Ja, ich bahne mir erstmal einen Weg. Schon nicht einfach hier an irgendwas ranzukommen. Na, wir gucken mal da. Also ganz ehrlich, ich hatte keinen Bock mit den ganzen Mücken da jetzt in dem Dorngestrüpp rumzurennen. Und deswegen schaue ich mal auf dieser Seite hier.
Also immerhin, Steinbruch entdeckt. Ja, ich habe halt 2 kleine Steine mitgenommen. Bei dem einen ist ein Abdruck drauf. Gucke ich mir nochmal an. Und ja, ich werde erstmal recherchieren, was man hier eigentlich findet und warum das so besonders ist. Weil ich habe ja gar keinen Plan. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht mit mir und das Video an sich. Und mit mir in dem Dornengestrüpp irgendwo im Nirgendwo. Aber ich konnte mich ja befreien und alles ist gut, außer dass ich völlig zerstochen bin und zerkratzt, aber ist nicht schlimm. Ja, lasst mir gerne ein Like da für das Video, falls es euch gefallen hat. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Jo, tschüss.